60% Kerne, 30% Haferflocken und das ist das Ergebnis. Wie ich das Brot gebacken habe, zeige ich euch jetzt. Das Rezept ist wirklich sehr einfach und geht auch richtig schnell. Ich gebe 230 Gramm Haferflocken einfach in eine Schüssel. Die dürfen auch glutenfrei sein. Darauf kommen 300 Gramm gemischte Kerne. Das ist hier eine Mischung aus Sonnenblumenkern, Kürbiskern, Sesam und ein paar Pinienkernen, die ich eigentlich gar nicht mag. 20 Gramm Chiasamen, 20 Gramm geschrotete Leinsamen und 18 Gramm Flohsamenschalen. Das dürfen keine ganzen Flohsamenschalen sein, die müssen gemahlen sein. Und als allerletztes 2 Teelöffel Salz. 2 schwache Teelöffel. Und das vermische ich. Das war's auch schon fast. Dann brauchen wir 500 Milliliter sehr heißes Wasser. Mein Wasser hat eine Temperatur von 43 Grad. Es dürfte ruhig ein bisschen heißer sein. Und das kippe ich einfach darauf. Das sieht jetzt erstmal noch ziemlich locker aus. Das decke ich kurz ab und lasse das ungefähr 20 Minuten quellen. Ich habe das nun quellen lassen, ungefähr 20 Minuten. Und jetzt verknete ich das richtig gründlich. Ja, man sieht, das ist jetzt auch eine richtig feste Masse. So, das drücke ich jetzt wieder an. Dann brauchen wir eine Backform. Da gebe ich ein bisschen Öl rein und verteile das mit einem Pinsel. Auch an den Seiten. Eure Backform solltet ihr aber nur dann mit Öl bepinseln, wenn ihr da keine Kratzer drin habt. Sollte eure Backform Kratzer haben, dann nehmt ihr besser Backpapier. Dann fülle ich den Teig ein. Und drücke den Teig richtig fest in die Form. Und als letztes das Brot bzw. den Teig mit Öl bepinseln. Ich nehme dafür immer geschmacksneutrales Öl. Das Brot bekommt dadurch einfach eine viel schönere Optik. Und als allerletztes streue ich noch ein paar Kerne oben drauf. Ich decke den Teig nochmal ab und lasse ihn 20 Minuten quellen. Dann heize ich den Backofen vor auf 200 Grad Ober-Unterhitze und backe das Brot für 70 Minuten. Sollte das Brot zu dunkel werden, dreht ihr die Temperatur einfach auf 190 Grad runter. So, dann zeige ich euch das jetzt mal von innen. Oh, sieht das mega aus. Sieht das nicht mega lecker aus? Das Brot besteht fast nur aus Kernen, ein paar Haferflocken und das ist das Ergebnis. Probiert das unbedingt aus. Ich verspreche euch, ihr werdet dieses Brot lieben. Die Kerne könnt ihr natürlich beliebig austauschen, falls ihr irgendwas nicht vertragt oder mögt. Ihr könnt da auch Nüsse reingeben, Mandelstifte, was ihr mögt, gebt ihr rein. Was ihr nicht mögt, lasst ihr einfach weg. Ja, das war's von mir. Viel Spaß beim Nachbacken. Probiert das unbedingt aus. Ihr werdet begeistert sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.